Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, einiges haben schon geahnt, ihr seht es bereits rechts unten, der Counter läuft. Es ergibt wieder einen Legendary Dungeon am Freitag. Ja, warum sehe ich das nur und ihr nicht? Wahrscheinlich, weil ihr nicht auf S1 oder S31 spielt. Falls doch, dann seht ihr es ja dann eben doch. Denn heute wurden schon die neuen Updates raufgespielt auf diese beiden Server. Ja, S31 war ja der erste Live-Backend-Server. Ich gehe mal von aus, da werden jetzt in Zukunft wahrscheinlich auch die Updates mit S1 zusammen immer neu draufkommen, obwohl ich das nicht ganz verstehen kann, weil auf S1 ja das Backend nicht drauf ist. Aber ist auch egal. Ja, auf jeden Fall gibt es Freitag wieder einen saftigen Livestream. Davon könnt ihr ausgehen, ja, aber ganz, ganz gewaltig. Da werden wir um 16 Uhr startet das Ding wieder in den Dungeon reinschauen. Wir werden schon früher live sein, so 14, 15 Uhr, ja. Morgen kommen dazu nochmal, ja, erweiterte News zu den News, die heute reingeflattert kommen. Deswegen ist das auch das zweite Video jetzt. Die werde ich euch vortragen und diese... vortragen, Digga, das hört sich an, als ob ich hier einen Aufsatz hier irgendwie... Naja, auf jeden Fall auf meinem Server ist das neue Feature beziehungsweise das neue Gebäude, sag ich mal, von der Festung schon drauf. Die geheime Schatzkammer so. Die werde ich euch gleich zeigen. Zuallererst gucken wir aber erstmal rein in den Changelog, beziehungsweise was alles neu ist mit dem Update. Alles weitere erfolgt morgen auf den anderen Servern, aber wird auch alles hier gesagt. Ich nehme hier schon wieder alles vorweg, deswegen schauen wir mal rein. Update auf Version 12.0 für Spielwelt S1 und S31 Release heute. Ja, moin moin, herzlich willkommen. Tachchen, Bergfest News etc. pp. Ja, Changelog gucken wir gleich nochmal rein. Sehr interessante Sachen drin. Aber kommen wir doch mal zum Update, denn Version 12.0 des Spiels wird im Laufe des Vormittags auf die Welten 1 und 31 aufgespielt. Ja, das hatten wir schon, Serverarbeiten, Wartung etc. pp. Ja, hier auch Punkt, hier nun, okay, hier ist nichts weiter. Okay, hier geht's nachher los. Ihr alle kennt den täglichen Login-Bonus, auch Login-Kalender genannt. Dieser verlangt ab Version 12.0 einen aktiven Klick von euch, um die Belohnung abzuholen. Das ist ganz, ganz wichtig und den täglichen Login damit auch anzuerkennen. Als Erinnerungsstütze blinkt der entsprechende Menübutton und die Abhakliste auf der Stadtkarte, die von dem Tavernengebäude beinhaltet, diesen Punkt nun ebenfalls. Das ist der wichtigste Punkt, den ihr beachten müsst. Der Daily Login-Bonus bzw. das Level-Up, was man bekommt, ja, alle 20 Tage hier. Das ist das Wichtigste, das dürft ihr niemals verpassen. Das sind 1,5 Milliarden XP nachher im Late Game. Und wenn ihr das verpasst, dann ist es vorbei. So, ne? Und das wird ja sonst immer abgeholt, wenn ihr euch einloggt und so. Und das erste Mal in die Taverne geht. Ja, da hatte ich ja Schiss gehabt, dass ich dann aus Versehen Stufe 600 erreiche, wenn ich mich einlogge und ich das vergesse. Hatten wir ja letztes Mal gerade. Jetzt muss das aktiv, der Login-Bonus muss aktiv abgeholt werden. Hier in der Liste, ja, und der ist halt hier auch schon da auf dem Server. Das sind alles Sachen, die sind schon da, die sind nur auf S1 und S31 momentan, ne? Täglicher Login-Bonus, hol deinen täglichen Bonus ab. Hier seht ihr das neue Feld. Das muss aktiv jetzt abgeholt werden, ja, aktiv. So, also das dazu, ne, dass ihr das auch schon mal gehört habt, dass ihr daran denkt. Wir haben zudem das Ziel, euer Inventar etwas zu entschlacken, was vor allem auf Ressourcenbündel abzielt. Gewonnene Inhalte wie Pilze, Gold oder Lucky Coins werden ja direkt eingelöst und gut geschrieben. Andere Ressourcen, Digga, wie Metall und arkane Splitter, Holz oder Stein aber nicht. Die belegen einen Inventarplatz, ja. Haben wir auch schon so oft gehabt, das Thema, warum das nicht gleich so benutzt wird. Ist im Inventar, nimmt Platz weg, so, man skippt durch und das Inventar ist so schnell voll, ne. Ist halt ärgerlich, wenn man da denn so durchskippt und dann irgendwie eine Quest überspringt oder so und das Inventar voll ist. Ja. Eine Änderung klingt einfach, ist aber mit einem Haufen Arbeit verbunden. Schritt 1, um damit eigentlich der interessanteste und komplizierteste Schritt, wird mit Version 12.0 nun angegangen. Die Ressourcen Holz und Stein werden nun automatisch gut geschrieben. Dazu gibt es bei der Festung ein neues Gebäude, beziehungsweise die Schatzkammer hat eine Zweitfunktion erhalten. Das geheime Lager, ja, ist jetzt ein neues Gebäude hier, ja. Das geheime Lager,
Das heißt, in der Schatzkammer befindet sich jetzt nochmal ein weiteres Gebäude und da gucken wir auf jeden Fall gleich rein, denn es ist schon auf S31 drauf. Ja, ich freue mich, dass ich jetzt auf dem Server spiele. Kommt auch mal mir zugute jetzt, ne? Ist ganz geil. So, das heißt, ich kann euch das im Vorhinein schon zeigen. So, hier ist nochmal ein Bild, da gucken wir gleich mal rein im Spiel selbst, ne? Ja. Was ändert sich nun also? Gewinnt ihr Holz oder Stein, zum Beispiel beim Glücksrad, beim Würfelspieler, Tavernenquest etc., landen die Ressourcen erstmal im geheimen Lager, sofern dort noch Platz ist. Dort sind sie sicher vor Angriffen und wenn ihr sie benötigt, könnt ihr diese in euer Hauptlager, die Anzeige oben links im Hintergrund, das kennt ihr ja, übertragen, entweder komplett oder so viel, wie ihr möchtet oder braucht. Das geheime Lager fasst 30% dessen, was euer Hauptlager fassen kann und das völlig ohne extra Ausbau. Ja? Gucken wir gleich rein. Eine weitere Änderung in Version 12.0 betrifft eure Gilde. Sehr, sehr wichtig. Hatten wir lange kritisiert gehabt, wird jetzt behoben, ist jetzt gefixt. Finde ich top, finde ich nice. Das war ein Ding so, das ging eigentlich gar nicht und das finde ich cool, dass sie da jetzt auch drauf gehört haben, so, ne? Ja, betrifft eure Gilde bzw. die Berechnung des Gildenpads dort, mit dem ihr täglich die Hydra angreift. Bisher wurden die Werte des Gildenpads durch 2 Faktoren bestimmt. Erstens, die ersten bis zu 25 Spieler in der Gildenmitgliederliste wurden zur Berechnung herangezogen und deren Werte, Stufe, Attribute wurden stumpf addiert, ja, geteilt und somit standen die Werte fest. Zweitens, der Gildenleiter musste klug ein Pad auswählen, dessen Klasse zu den Werten dieser bis zu 25 Spieler passte. Ja, nun agiert das System intelligenter. Und was war daran halt eben so, ja, dumm? Der Gildenleiter konnte sich 25 Offiziere oder 24 Offiziere mit sich selbst halt raussuchen, zu Offizieren befördern und dann standen die halt oben und von denen wurden dann quasi die ersten 25 wurden die Werte genommen. So, deswegen kam es dazu, dass auf manchen Servern, auf W27 müsste es noch so sein, ja, dass hier noch so komische Konstellationen sind mit hier irgendwie 25 Offizieren und sowas, was eigentlich ja, das System eines Offiziers gar nicht vorhersieht, so, ne? Da hatten wir uns ja aktiv dagegen entschieden in der Holzfällerhütte, das nicht zu betreiben, ne? Dadurch hätten wir zwar ein besseres Gildenpad gehabt, bessere Boni und so, ne? Aber es erfüllt halt eben, ja, dadurch geht dieser Ruf des Offiziers halt eben verloren und das wollten wir halt eben nicht machen und diesen Preis sind wir mit der Holzfällerhütte eingegangen. Gab auch ein bisschen Stunk innerhalb der Gilde, warum wir das nicht machen, ja, weil uns da ja eben Boni flöten gehen so. Und das ist quasi mehr oder weniger ein Bug im Spiel selbst, der eigentlich nicht vorhergesehen sein sollte. Und das wollten wir halt auch nicht damit unterstützen. Und das nimmt ein bisschen die Funktion eines Offiziers so weg. Auch wenn ich nur selbst Deko-Offi bin. Ja, ich weiß, hier eine Holzfällerhütte. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle. So, ja, das auf jeden Fall dazu. Nun agiert das System intelligenter. Es schaut sich alle Mitglieder der Gilde an und wählt bis zu 25 Spieler, die die höchsten Attributpunkte haben, egal welches Pad vom Gildenleiter als Gildenpad ausgewählt wurde. Deren Stufe und Hauptattribute werden addiert, die Nebenattribute entsprechend auf die Nebenattribute des Gildenpads umgetauscht und alles wie gewohnt geteilt. Ausdauer und Glück bleiben bei allen Charakterklassen ja gleich. Und wenn der Gildenleiter meint, das Gildenpad zu wechseln, werden die Attribute des neuen Pads auch entsprechend umgetauscht, sodass man seine Gildenmitgliederliste nun nicht mehr künstlich durch Ernennungen zu Offizieren oder Ähnlichen fälschen muss, ja, sodass die 25 passendsten Spieler oben stehen. So. Sehr, sehr coole Sache. Das freut mich unglaublich, dass das jetzt endlich behoben worden ist. Wirklich, ohne Scheiß. Natürlich gibt es noch weitere Änderungen, Bugfixes etc. im Changelog. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Gucken wir uns gleich nochmal durch, stöbern wir durch. Zuallererst gehen wir aber jetzt erstmal hier in die Festung, ja, und gucken uns hier das neue Gebäude in der Schatzkammer an. Und hier sehen wir das ganze Info, Rucksackplätze, Kapazität 50, das kennen wir ja. Und hier ist jetzt das geheime Lager, ein neuer Knopf. Da gucken wir rauf jetzt zum allerersten Mal. So, im Geheimlager wird Holz und Stein gesichert, das du außerhalb der Festung findest. Diese Ressourcen können nicht geplündert werden und du kannst sie jederzeit zu deinem Lager hinzufügen. Also hier haben wir das Rohstoff. Oh, ist gerade Nacht geworden. Nice, das ist auch mal 18 Uhr. Ja, nehme ich gerade auf für die Kenner. Die wissen, wie spät es jetzt ist, wenn es Nacht wird. Ne? Also, hier haben wir unser Rohstofflager, das ist quasi die Anzeige hier oben. Und hier ist das geheime Lager mit Holz und Steine. Ja, und wir gucken mal ins Glücksrad. Fuck,
Ich habe schon gedreht. Kann ich hier irgendwo noch her... Scheiße. Kann ich noch irgendwoher irgendwie Holz und Steine gewinnen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ach, scheiße. Ja, ich wollte euch das jetzt zeigen. Aber... Ah, doch, hier, Würfelspieler. Ja, haben wir auch noch offen. Okay. Wird das hier... Warte mal, wird das... Nee, ich glaube... Nee, scheiße. Das, beim Würfelspieler wurde das auch direkt aufs Konto gut geschrieben. Und nicht... ja. Das wird, glaube ich, hier direkt oben gut geschrieben. Das kommt nicht hier mit rein. Ne? Oder? Doch. Das kommt auch ins geheime Lager. 90 Mille haben wir und 30 Millionen Stein. So, und das können wir jetzt wohl... Kann man hier auch... Ja. Man kann es so eingeben, wie man will. So viel, wie man abholen will jetzt hier. So, ich will jetzt hier, sagen wir mal, 78.534 abholen. Dann machen wir das und dann wird das hier oben gut geschrieben. Will ich jetzt alles abholen... Zack, dann wird es da oben gut geschrieben und es ist aus dem geheimen Lager raus. So, hier oben das Lager kann natürlich geplündert werden. Das ist halt eben das Ding, aber halt auch nur, wenn ihr keinen Teilschutz habt. Deswegen lasst ihr ja auch möglichst immer auf neuen Servern, auf den alten jetzt nicht hier. Das war halt eben die alte Zeit. Da hat man alles ausgebaut, da wusste man es noch nicht besser. Aber früher oder später baut man ja eh alles aus für das Achievement. Ne? Deswegen lasst ihr euch natürlich immer angreifen. Deswegen baue ich hier auch keine Verteidigung hoch. Deswegen baue ich hier keine Bogenschützen und sowas, weil sonst würde ich nicht mehr so häufig angegriffen werden, verliere meinen Teilschutz und man nimmt mir nicht nur die Ressourcen, die in den Lagern von Steinbruch und der Holzfällerhütte, ja, nicht der Gilde, sondern hier von der Hütte, liegt, sondern es wird auch direkt an die Ressourcen rangegangen. Deswegen will man immer den Teilschutz haben, ja, deswegen die Teilschutztaktik so von Ding her so, ne? Genau, das ist jetzt nochmal so ein Zwischenlager, wo halt eben auch das Inventar mit ein bisschen entschlackt wird, falls halt wieder Ressourcen-Event ist und so, ne? Und ja, das auf jeden Fall dazu. Sehr, sehr geil, sehr, sehr nice, freut mich sehr. Ist ein cooles Update auf jeden Fall. Und ja, jetzt gehen wir nochmal kurz den Changelog durch, ne? Hier haben wir schon eine Abhakliste, das ist der tägliche Login-Bonus. Und morgen folgen halt noch mehrere News, was es halt eben alles gibt. Ich denke mal, eins davon wird halt eben der Legendary Dungeon sein. Da gehe ich mal fest von aus, weil man es halt hier eben schon sieht. Ne? Vielleicht ist es auch was komplett anderes so. Also es ist gar kein Legendary Dungeon, sondern irgendwas ganz Neues. Aber ich gehe mal von aus, ja, dass es der Legendary Dungeon sein wird. Ja, und wenn ihr da natürlich nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo hier auf dem Kanal da. Denn dann kriegt ihr hier fast zuerst immer die neuesten News mit. Umfangreich und alles, was ihr zu SF wissen müsst. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Ja, muss immer mal sein, ne, zwischendurch. Arena, ne, mobilen Porträtmodus kann man nun den Namen des Spielers in der Arena anklicken. Übrigens hier in kursiv geschriebene Punkte sind realisierte Wünsche der Community. Ja, das nochmal so nebenbei. Festung, geheimes Lager, das haben wir, ja, allgemein Änderungen vorgenommen, Grafiken, Sanduhren erhalten, wurden überarbeitet. Okay, bin gespannt. Morgen noch andere Neuerungen hier. Kurze Pause. Digga, in letzter Zeit klingelt das so häufig bei mir, sei es in Videos oder auf Instagram, wenn ich eine Story mache. Ich mal kurz eine Story, 5 Sekunden, zack, klingelt das, Alter. Ey, dieses Timing, das ist unglaublich. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Abstand zwischen Uhrzeit und Name wurde etwas vergrößert. Ja, das ist jetzt alles nicht so interessant. Was halt das Interessanteste war halt eben mit dem Gildenpad auch nochmal. Eine Daily Quest Gegenstände Schmied zerlegen, hat einen neuen Text erhalten. Gildenpad wurde überarbeitet, ne, das ist eigentlich mit der wichtigste Punkt auf jeden Fall. Änderung vorgenommen, Ehrenhalle, bei Ansichtkämpfen international Ehrenhalle springt der Cursor nicht wieder zur Position 1, auch sehr nervig gewesen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool, dass das jetzt behoben worden ist. Und ansonsten gibt es Fehler behoben, ja, ich bin gespannt, was hier noch hinzukommt. Charakter, Item-Vergleich ploppt nicht mehr auf. Ja, Sammelalbum. Okay, ja, ich glaube, das meiste haben wir. Also ich gucke hier jetzt auch gerade das erste Mal mit euch durch hier. Aber ich glaube, das meiste haben wir jetzt abgefrühstückt. Die wichtigsten Sachen wurden tatsächlich behandelt. Und ja. Nö, wer sich das nochmal genauer durchlesen will, kann das gerne tun. Auf jeden Fall habe ich euch jetzt, denke ich, mal das Wichtigste gezeigt. Und ja, morgen kommen nochmal neue News, wahrscheinlich hierzu, ne, denke ich mal. Und ja, morgen erhaltet ihr auch alle das neue Update hier und dann seht ihr auch den neuen Client hier, V12. Ne, bei euch müsste jetzt dann noch V11 stehen, falls ihr noch nicht das neue Update auf dem Server haben solltet. Genau.
Und ja, das war's soweit zu den Update-News. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen. Ich freue mich auf Freitag. Es wird sehr viele coole Events geben. Es ist wieder Update-Zeit und das ist immer eine sehr, sehr coole Zeit. Und deswegen, ja, bedanke ich mich für jede Art des Supportes an der Stelle und Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank. Haut rein und bis zum nächsten Mal.